Herzlich willkommen zur Ausfahrt TV Show. Heute geht es um die Frage, wie unabhängig sind Auto-YouTuber denn nun wirklich? Und ich habe euch natürlich, weil Freitag ist, die News aus aller Welt der vergangenen Woche zusammengestellt. Ich bedanke mich bei dem Zuschauer, der mir ein kleines Geldgeschenk in Form eines Superthanks hat zukommen lassen. Vielen lieben Dank. Ich habe mir überlegt, freitags werde ich gelegentlich auf das Warm-up verzichten, damit die Show nicht so lang wird. Ich hoffe, ihr seid jetzt bereit. Sant'Agata Bolognese, ne? Wie die Pizza beim Italiener. Wer an Lamborghini denkt, denkt an leidenschaftliche Sportwagen mit Temperament, oder? Aber ja, auch in Italien veröffentlicht man tatsächlich Nachhaltigkeitsberichte. 2025 hat Lamborghini am Produktionsstandort 27.122 Tonnen CO2 freigesetzt. Also beim Bauen der Autos quasi 9% weniger als im Vorjahr. Bei der Flotte konnte man den CO2-Ausstoß am Auspuff durch Hybridtechnologie um gar 40% reduzieren. Jedes Gramm zählt, hier mal ganz anders. Köln. Toyota muss ich mal loben. Ich finde, dass die wirklich viel für ihre Markenfreunde tun. Unter anderem finden an der Deutschlandzentrale bzw. an der Toyota Collection Veranstaltungen und Treffen statt. Am Samstag, den 4. Juli, ist es mal wieder soweit. Zwischen 10 und 14 Uhr kann man das volle JDM-Programm genießen. Ich zitiere: Die hierzulande wenig bekannte fernöstliche Automobilkultur mit Sportwagen, Offroadern oder K-Cars. Der Eintritt ist frei. Kronberg. Geschmack kann man nicht kaufen, sagt der Volksmund. Holt mal Bier, sagt Land Rover. Ein Kunde, und ihr beurteilt, ob der mit oder ohne Geschmack kommt, ordert mehrere Fahrzeuge aus der Classic Defender V8-Familie. Die Manufaktur liefert, ich staune. Weiterstadt. Nee, Düsseldorf. Cupra ist ja oft drüber, also für den Geschmack diesen alten Mannes hier. Ihr wisst schon, der Tribe und dann die Unternehmenssprecherin in Spanien, die ständig irgendwelche Gangzeichen macht. Ne? Da frage ich mich schon, geht es hier noch ums Auto? Naja, aber ob nun Seat oder Cupra, ich finde, sie sind echt pfiffig. Bad Bunny, ihr wisst schon, der Künstler aus Puerto Rico, der einigen konservativen Kräften in den USA die Halbzeit vom Super Bowl vermiest hat, gibt in Deutschland genau ein Konzert. Die Spanier bauen da eine Pop-up-Location auf und zeigen ihr Schätzchen. Sehr clever. Ingolstadt. Der Audi Q4 e-tron bekommt ein Facelift. Ich zitiere aus der Pressemitteilung, dem Vorbereitungsmaterial für Journalisten. Der Tag beginnt früh. Gegen 5 Uhr morgens, noch bevor sich der Berufsverkehr in der Münchner Innenstadt verdichtet, steht der Audi Q4 e-tron bereit für eine Fahrt hinaus ins grüne Alpenvorland. Digga, was? Die Fakten daraus zu ziehen war mir zu mühsam. Das machen wir am Montag, wenn alle Reviews online sind. Merkt euch schon mal, der Tag beginnt früh. Und wir bleiben in Ingolstadt. Ein Upgrade für die Audi A3-Familie steht an. Wir reden nicht mehr von Facelift, weil das gab es ja schon 2024. Neues Interieur mit Panoramadisplay, digitalem Bedienerlebnis und erweiterter Funktionalität. Ich übersetze: 2 neue Formteile und das Display ist jetzt noch größer. Sagte ich das Display? Ich meine natürlich die Displaylandschaft. Ich bin auch froh, dass der neue Audi A3, ich nenne ihn mal so, endlich trainiertes Parken beherrscht. Für so einen kompakten. Ach ja, für die potenten Modelle gibt es, festhalten, auch noch eine neue digitale Tagfahrlichtsignatur. Vorsprung durch Technik macht sich immer bezahlt. Einen habe ich noch aus Ingolstadt. Passend zu den beiden Meldungen. Der Betriebsrat von Audi fordert klare Perspektiven für Beschäftigung und Standorte. Der Herr mit meiner Frisur und der Hand am Auto ist der Betriebsratsvorsitzende. Und das Foto, das ist genau mein Humor. An dieser Stelle pausiere ich mal kurz die News und habe ein weiteres Thema für euch. Ja, quasi eine kleine Werbeunterbrechung von den News. Ne? Was meint ihr, wie hoch ist der Preisunterschied im Leasing zwischen Audi A3 und Audi Q4 e-tron? Schauen wir uns doch mal bei meinem Partner leasingmarkt.de, Deutschlands Nummer 1 in Sachen Autoleasing, um. Ich habe euch die Links zu den Leasingangeboten unter das Video gesetzt. Wir wählen hier auf der Homepage beide Modelle aus und sortieren dann das Suchergebnis nach aufsteigender Rate, damit man die Preiswerte oben hat. Für den Audi A3 gibt es wohl aktuell ein Sonderleasing, 179 €. Moment, das ist ja ein Gebrauchter. Da filtere ich mal links einfach auf Neuwagen
Und schwupps ist der Audi Q4 e-tron mit 239 € das preiswerteste Angebot. Allerdings ist da die Förderung in voller Höhe eingerechnet. Okay, kleiner Haken. Gehen wir mal auf die Detailseite und nehmen die Förderung raus. Hui, dann sind es schon 405 €. Dann ist doch der A3 hier vielleicht deutlich günstiger. Schaut euch auf der Detailseite in Ruhe die Ausstattung und die Basisdaten an. Vergesst aber auch nicht, nach ganz unten zu scrollen, um zu schauen, welche einmaligen Kosten noch auf euch zukommen. Stellt euch auch die restlichen Parameter nach euren Wünschen ein. Das Angebot gilt hier übrigens nur, wenn ihr bislang kein Fahrzeug aus dem VW-Konzern gefahren seid. Wenn das und die Leasingrate für euch passt, bestätigt dies und dann müsst ihr nur noch eure Stammdaten eingeben, damit der Händler euch kostenlos und unverbindlich euer persönliches Angebot zukommen lassen kann. Alternativ schaut mal in die Deals. Das sind tagesaktuelle Leasing-Schnapper von leasingmarkt.de Mitarbeitern, händisch ausgewählt und zusammengestellt. Ihr erreicht sie über den dritten Link unter diesem Video. Vielleicht ist ja auch was für euch dabei. Danke, dass ihr dieser Verbraucherinformation so geduldig gefolgt seid. Ernstes Thema. Die Frage, die sich ja viele stellen, lautet: Wie unabhängig bist du als Auto-YouTuber? Fangen wir mal ganz entspannt an. Wenn du als Auto-YouTuber von deiner Arbeit leben können möchtest, dann brauchst du in der Woche mindestens ein Review. Noch besser, solltest du 2 Videos pro Woche veröffentlichen. Dafür brauchst du natürlich Fahrzeuge. Um oben mitspielen zu können, brauchst du aktuelle Fahrzeuge. Autos und Einladungen zu Events bekommst du nur, wenn du genug Reichweite hast. Der Hersteller ist der Gatekeeper zur Reichweite. Der Hersteller steuert, ob du in der Kreisklasse oder in der Champions League spielst. Der Hersteller bestimmt, ob du selbstständig bleibst oder aufhören musst. Das ist so. Heißt das dann nicht automatisch, dass man als kritikloses Mietmaul am besten weiterkommt? In unserer Branche heißt es, Kritik ist vollkommen in Ordnung, sogar gewünscht, wenn sie sachlich vorgetragen wird. Das ist auch so. Ich habe es 12 Jahre lang so erlebt und gelebt. Kein Medienschaffender muss sich mit Kritik in seinen Beiträgen zurückhalten. Fakt. Aber was ist Kritik? Und welches wichtig? Ein Beispiel. Der kleine Jan mag keine Glasdächer, die man nicht abschatten kann. Jetzt sieht er ein Review, in dem der Tester dies nicht thematisiert. Stattdessen sagt er allenfalls, das ist ein großes Glasdach. Weil er also nicht das sagt, was in Jans Lebenswirklichkeit wichtig ist, wird er gleich als Vollidiot oder Nichtsnutz beschimpft, der von der Industrie gekauft wurde und sich mal einen richtigen Job suchen soll. Man kann halt nicht alles kritisieren, was jeder einzelne Zuschauer wünscht. Aber das ist nur Teil des Problems. Das Problem ist eher, dass man uns kaum noch Zeit gibt, Kritik zu entwickeln. Die Weltpremiere. Du hast einen Vorab-Slot im Studio bekommen. Daumen hoch. Du bekommst in der Regel 45 Minuten Zeit. Ab dem Moment, in dem du das Studio betrittst. Die Pressemappe hast du natürlich vorher bekommen. Die Marketingphrasen gelesen, die technischen Daten stehen in deiner Moderation oder du hast sie verinnerlicht. Du hast 45 Minuten Zeit, dein Ding zu drehen. Du musst dabei das Auto erfahren, die Neuigkeiten ansehen, ausprobieren geht oft schon nicht. Und am Ende bist du froh, dass du einen Clip mit allen Informationen im Kasten hast. Augenscheinliche Dinge kannst du benennen, aber das war's auch schon. Bei der Fahrveranstaltung ist es das Gleiche. Du hast 2, 4 oder 8 Stunden Zeit, das Auto zu erfahren, dein Video oder deine Videos zu produzieren. Zu 80% bist du im Ausland unterwegs, bei anderen Tempolimits, anderen Verkehrsbedingungen, anderen Asphaltbedingungen, anderen Wetterbedingungen. So ist das. Dazu noch ein Hinweis. Oft fahren wir Vorserienmodelle. Also das sind keine Produktionsfahrzeuge, wie du sie kaufst, sondern die sind vorab produziert worden. Bei denen ist eben noch nicht alles so, wie es sein soll. Deshalb fällt manche Kritik auch zurückhaltender aus, weil es eben keinen Sinn macht, auf einem Fehler rumzureiten, den es später vermutlich nicht geben wird. Kritik entsteht durch Erfahrung, durch Ausprobieren. Sicher wäre es schön, Koffer in den Kofferraum zu laden, die Sitze mit Schokolade zu beschmieren und wieder zu säubern, das Display mit Butter einzuschmieren und dann zu bedienen. Und noch schöner wäre es, 1000 Kilometer zu fahren, um den genauen Verbrauch zu ermitteln. Geht aber alles nicht. Und ausnahmsweise haben es mal nicht die Hersteller verbockt, sondern wir, die Medienschaffenden. Früher hat man bei solchen Fahrveranstaltungen sich einen ersten Eindruck verschafft. Der neue XY, erster Eindruck, klickt aber niemand an. Der flammenneue XY im ultimativen Alles-Test geht viel besser.
Früher hat man das Event als Appetizer genutzt, den Testwagen dann getestet. Heute drehst du in kürzester Zeit dein Review-Video, damit du vorne mitspielen kannst. Denn wer zu spät veröffentlicht, den bestraft der Algorithmus. Und weil die Hersteller, jetzt aber, immer weniger Geld haben, werden die Events immer kürzer und du hast immer weniger Zeit, wirklich etwas zu testen. Und dann kommen halt Videos heraus, bei denen ihr da draußen sagt, ey, du Mietmaul, ne? Die Pressemitteilung, die kann ich selber lesen. Aber ja, und du, ja ganz genau du da draußen, du bist ebenso schuld. Weil du dich halt auch nur für flammenneue Autos interessierst. Das sieht man an den Zugriffszahlen. Und die Videos von Testwagen lässt du links liegen. Ja, kenne ich schon. Ach was? Das Problem der Kritiklosigkeit von Medienschaffenden ist meiner Meinung nach kein Abhängigkeitsproblem von den Herstellern, sondern ein Systemfehler unserer Medienlandschaft, unseres Medienkonsums und der Annahme, dass die eigene Lebenswirklichkeit das Maß aller Dinge ist. Und weiter geht es mit den News. Wolfsburg, gute Neuigkeiten für Volkswagen. VW-Modelle jetzt auch in Usbekistan erhältlich. Also gute Neuigkeiten für die VW-Mitarbeiter in China. Denn dort werden die Autos für Usbekistan gebaut. Usbekistan gehört mit über 33 Millionen Einwohnern zu den schnellsten wachsenden Automobilmärkten Zentralasiens. Wusste ich auch nicht. Die Fahrzeugnachfrage hatte 2025 ein Volumen von 461.000 Einheiten. Bei uns in Deutschland waren es im gleichen Jahr 2,8 Millionen, laut KBA. Dennoch gut für VW. Vielleicht landen sie auch irgendwann wieder in Russland, so als zweite Hand. Und ich verstehe das alles nicht, aber der gute Herr Steinmeier reist mit einer VW-Delegation nach Usbekistan, damit die chinesischen VW-Leute Autos dahin verkaufen können. Verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe das nicht. Egal. München. Mini, bitte mal auf diese Pressebilder hier achten, die ich euch hier einspiele. Ich gebe euch noch einen kleinen Augenblick. Habt ihr genug gesehen? Überschrift der Pressemitteilung. Mini bringt zur WM 2026 historische Trikotdesigns auf die Straße. Okay, ich bin kein Fußballfan, aber what? Aus dem Text der Pressemitteilung, ich zitiere: Wer einen der folierten Minis entdeckt, kann den Moment festhalten und teilen, Foto machen und das Bild in den sozialen Medien veröffentlichen und Mini Deutschland taggen. Irgendwo in München lacht sich doch ein Marketing-Mitarbeiter kaputt. Meine kleinen Marketing-Lemminge, lauft und fotografiert. Bonusrunde, es gibt nichts zu gewinnen. Nein, ich habe mir das nicht ausgedacht. Und jetzt denkt noch mal an Cupra. Nochmal München. Dieses Mal BMW. Die Schlagzeile: BMW Innovationskampagne geht in die nächste Runde. Intelligente Technologien im BMW iX3 und BMW i7 humorvoll ins Lampenlicht gerückt. Meine Herren, ja, so humorvoll. Ich bin ja quasi ein Fischkopf, aber offen für Neues. Sogar für BMW-Humor. Schauen wir uns mal gemeinsam den Clip The BMW Highway Assistant an. Ja? Jüngst schrieb ein Zuschauer in den Kommentaren, mein Humor sei cringe. Okay. Der Werbeclip hat übrigens Sprungmarken. Shenzhen. Ich lerne noch. Ich hatte mich zuletzt über BYD amüsiert, weil die in Deutschland genau einen ihrer Flash-Charger gebaut haben. Also die Dinger, ihr wisst schon, mit denen man seinen BYD schneller laden kann, als Lucky Luke seinen Colt zieht. Jetzt denke ich, es könnte unter Umständen auch an unserer Bürokratie in Deutschland liegen. Ihr merkt schon, ich backe jetzt ganz kleine Brötchen. Laut Car News China hat BYD in China zum 1. April schon 5.000 Charger gebaut. Heute sind es fast 7.000. Damit sind sie in 321 Städten Chinas verfügbar. In England wollen sie bis Ende dieses Jahres 300 Einheiten stehen haben. Ich bin schon ein bisschen beeindruckt. Hangzhou, Leapmotor.
Ihr wisst schon, dieses chinesische Traditionsunternehmen anno 2015, das den europäischen Start-ups wie Opel, Peugeot oder Fiat beim Bauen von kleinen Elektrofahrzeugen helfen will, hat just verkündet, jetzt 1,5 Millionen Fahrzeuge verkauft zu haben. Das erste ging 2019 über die Ladentheke. Okay, 1,5 Millionen in 6 Jahren ist nicht schlecht, aber Opel zum Beispiel hat 2025 gut 600.000 Autos verkauft. Ha. Ja, bis Oktober 2024 hatte Leapmotor 500.000 Einheiten verkauft. Ein Jahr später waren es 1 Million und 2026 peilen sie 1 Million Einheiten ein. Naja, trotzig. Opel im Herzen, Leapmotor auf dem Hof, auch hier die Quelle carnewschina.com. Raunheim, der chinesische Hersteller Chery, was auch immer, hat heute die Gründung einer deutschen Niederlassung für ihre Chery-Automarke bekannt gegeben. Ich habe das nicht verstanden, weil es doch die Marken Omoda und Jeku unlängst hier gibt in Deutschland. Man hat mir aber erklärt, und das ist auch gar nicht kompliziert, die Chery Group gibt es erstmal. Ne? Die ist quasi wie der VW-Konzern. Und die Chery Group hat die Marken Omoda und Jeku, noch ein paar mehr. Aber eben auch eine Marke heißt Chery. Die heißt eben wie die Gruppe, wie bei VW oder Hyundai. Die Chery Group ist in Deutschland bereits seit 2018 vertreten und erhält in Raunheim ein Engineering- und Design Center. Die Gruppe ist auch ernst zu nehmen, dem Namen kann man sich also durchaus mal merken, haben sie von Januar bis Mai 2026 mal eben 1,1 Millionen Fahrzeuge weltweit abgesetzt. Zum Ende jeder Sendung noch etwas Schönes, wie versprochen. Wieder ein alter YouTube-Clip und auch wieder nur auf Englisch. Aber dafür zu einem meiner absoluten Traumautos, dem Auto Bianchi Bianchina Trasformabile. Vorgestellt von Jay Leno. Kann man sich sehr gut ansehen. Alle Quellen, die ich erwähnt habe, findet ihr in der Zusammenfassung unserer Show auf unserer Webseite. Den Link dorthin findet ihr unten im Videobeschreibungstext. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Jetzt, kleiner Scherz, damit euch meine Beiträge auch angezeigt werden. Wer mir Input oder Anregungen für einen neuen Showbeitrag nicht öffentlich schicken möchte, nutzt eine dieser beiden E-Mail-Adressen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich wie gehabt. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan.